Städtetrip Wiesbaden, die erste. Wir sind in Wiesbaden. Hier warten Prunkbauten und einige Überraschungen. Wir zeigen euch die Landeshauptstadt von einer anderen Seite. Bist du gescheit, ist das ein Blick. Ich liebe es. Und natürlich gibt's was zum Futtern. Da ist aber geschmacklich mal richtig Party in der Schnude. Begleitet mich jetzt auf Tobis Städtetrip. Wiesbaden hautnah. Es ist angerichtet. Wiesbaden. Kur- und Kongressstadt, Heilquellen und Thermalbäder, prachtvolle Gebäude. Ja, wir begegnen natürlich ein paar Highlights, aber wir entdecken ganz viele neue Sachen, die ihr wahrscheinlich noch nicht kennt. Und das machen wir jetzt zusammen. Auf geht's! Wiesbaden ist mit 278.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt in Hessen. Im Norden der Taunus, im Süden der Rhein und dazwischen ganz viel zu entdecken. Wenn ihr nach Wiesbaden kommt, müsst ihr euch ein Highlight angucken. Ach guck, da ist sie. Ist sie nicht schön? Die Nerobergbahn, eine pure Schönheit. Und es ist Deutschlands einzige mit Wasserballast betriebene Drahtseil-Zahnstangenbahn. Und wir haben eine Verabredung mit Deutschlands einziger Drahtseil-Zahnstangenbahn-Betriebsleiterin. Und das ist die Sabine. Hello, hello. Hallo Tobi. Sabine, Grüß dich. Wir haben gerade deinen Schatz schon bewundert. Ja, Es ist ein Hingucker, gell? toll. Immer wieder. Grüß dich. Grüß dich. Ist die schön? Ja, Sabine, es klingt toll, aber was um alles in der Welt ist eine wasserballastbetriebene Drahtseil-Zahnstangenbahn? ja, wir haben hier 2 Bahnwagen. Ein Bahnwagen steht in der Talstation, der andere in der Bergstation. Beide Wagen sind mit einem Drahtseil verbunden, Miteinander. miteinander. Ja. Die obere Bahn, die jetzt kommt, wurde oben mit Wasser schwer gemacht, Ja. fährt ins Tal, zieht dadurch den leichteren Wagen, der aus dem Tal kommt und auf dem Berg fährt, nach oben. Das heißt, die pendeln sich quasi Die immer pendeln sich hin und her und man gegenseitig. braucht keinen Motor und nichts. Ganz genau. Das ist- Allein durch die Schwerkraft Wasserballast. Das ist eine nachhaltige Idee, oder? Ja, und wenn man überlegt, dass man die schon 1888 hatte und das Tolle ist, wir haben noch nichts an der Technik geändert. Also so wie es gebaut wurde, ist so es bis wie es heute. gebaut wurde, ist die Bahn immer noch in Betrieb. Und wir sind in Deutschland tatsächlich die einzige Bahn, die noch mit Wasserballast fährt. Wenn Was du- ein Schnuckelchen. Hey. Das ist ein Schnuckelchen. Pass auf, jetzt kommt der entscheidende Moment, weil jetzt wird das Wasser, was wir oben in die Bahn eingefüllt haben, wieder rausgelassen. Das heißt, der Tank wird geleert. Wie viel ist da drin? Der Tank ist geleert. Jetzt, wo die Bahn leer war, brauchen wir ein Mindestwasser von 3.500 Litern. Je mehr Menschen hochgefahren werden, erhöht sich die Menge des Wassers. Okay. Und du kannst gern mal ein bisschen behilflich sein. Ich mache alles, was du mir sagst, mache ich. Die Türen müssen geschlossen werden. Okay? Achtung, Türen schließen. Vorsicht an der Bahnsteigkante. So. Voilà. Okay. So, und jetzt gebe ich dir das Funkgerät. Ja. Und jetzt sprichst du mit dem oberen Fahrer Ja. und meldest die Anzahl der Fahrgäste. Okay. Du sagst Wie viel haben wir denn? 6 2, Stück. 3, 4, 5, 6 Stück. Wo drücke ich hier? Hier oben, genau. Hallo, hier ist die Talstation. Hier ist der Tobi. Hallo? Hallo, wir haben 6 Fahrgäste. Standen 6 Fahrgäste. Roger, over, aus. Sehr gut. Ich darf dir den Klaus vorstellen. Klaus, Das servus. ist für heute unser Fahrer. Hi. Oh Gott. Das war das Zeichen, auch der obere Fahrer ist bereit. Okay. Du siehst hinter dir einen Hebel. Guck mal an der Seite, rechts. Diesen ziehst du nach vorne, Zu mir. zu dir. Feste, mit viel Kraft. Okay. So, Licht das Licht aus, ist alles klar. Bedeutet, die Türen sind jetzt sicher von innen nicht mehr zu öffnen. Gut. Ja? Ja. So, ich übergebe mal das Funkgerät an den Klaus. Ja. Und dann geht die wilde Fahrt los. So, mögen die Spiele beginnen. Das hat schon was, gell? Hier, guck mal, wie schön friedlich wir hier mit Wasserkraft hier nach oben geschnuppelt werden. Und was ein Wetterchen. Hier kannst du auch genau das Seil sehen.
Das ist das Drahtseil. Das Drahtseil. Und das ist die Zahnspange. Das ist die Zahnstange, genau. Zahnstange. Gibt es eine spezielle Ausbildung? Oh ja. Ja, Und wirklich? zwar, ja, das Gefühl für diese Bahn zu kriegen, man steuert sie ja rein mechanisch, Ja. dauert seine Zeit. Also der Fahrer, den Sie jetzt von oben runterkommen sehen, hat jetzt vor kurzem seine Ausbildung gemacht, ist recht neu in dem Job, macht es super. Sieht aber sehr souverän aus. Sehr souverän. Ja. Wir bilden sie tatsächlich 10 Tage aus. Okay. Erst dann hat er so das Gefühl entwickelt für die Geschwindigkeit. Wenn du jetzt mal nach rechts guckst, Ach. hast du einen herrlichen Luki, guck Blick mal. über Ist das der Wiesbaden. Wahnsinn? Das ist mal Panorama. Und wenn wir jetzt vielleicht mal anhalten, Klaus, Ja, macht er. kann ich euch noch was Tolles erzählen. Bei uns in der Bahn kann man auch heiraten. Hier drin wird Und zwar getraut. genau an dieser Stelle. Ach, die macht dann Pause. Ja, wir halten an dieser Stelle an, wo der Blick über Wiesbaden am schönsten ist. Und hier kann sich das Brautpaar Ja. das Ja-Wort geben. Ja, das wollte ich dir unbedingt mal zeigen. Das ist ein sehr, sehr guter Platz. Ja. Und da oben ist schon unser Und da oben Bahnhof. ist schon der Bahnhof, genau. So, und wenn wir jetzt stehen, schließt der Klaus die Bremse und macht mit der Kurbel direkt den Wasserschieber auf, dass das Wasser in den Tank fließen kann. Okay, so Tobi, jetzt sind wir oben angekommen. Jetzt musst du die Türverriegelung, die du unten zugemacht hast, hier der Hebel. Ich mache erstmal hier unser Türchen auf, oder? Wunderbar machst du das, super. So, zack. Die Das machen wir Türverriegelung, perfekt. auf. Licht brennt, okay. Und jetzt kannst lassen du wir die Türen wieder aufmachen. Herzlich willkommen. Du könntest direkt bei uns anfangen. Sabine, vielen, vielen Dank. Das war ein wunderschönes Drahtseil-Zahnstangen-Bahnerlebnis. Super. Also mit Vielen diesem Dank. Wort, was du so toll aussprechen Ey, kannst. Scrabble ist unser Ding ab jetzt. Macht Super. gut, Klaus, vielen Dank. Euch eine gute Fahrt. Danke, Macht's Tobi. gut. Ciao. Tschüss. Wir sind im Wiesbadener Stadtteil Bierstadt. Und Bierstadt hat seit Jahrhunderten eigentlich alles bis auf eins: Bier. Und diesen Eklat, diesen Skandal haben ein paar Bierstadter Jungs nicht auf sich sitzen lassen und haben gesagt, wir machen unser eigenes. Bierstadt braucht Bier. Und mit einem der Buben sind wir verabredet, mit dem René. Hello. Gute Tobi. Guck mal da. Ich habe gerade behauptet, ihr habt einen Skandal beseitigt. Endlich. Grüß dich. Servus. Das ist es. Das ist es. Bierstadter Gold. Es wird langsam mal Zeit, ja. Bierstadter Gold. Wie lange seid ihr mit dieser Narbe im Bierstadter Herzen rum, bis ihr gesagt habt, verdammt nochmal, wir machen jetzt unser eigenes Bier? Das hat tatsächlich schon so im Kindheitsalter ein bisschen angefangen irgendwie. Ja. Ne? Immer wenn wir mit dem Fußball unterwegs waren, außerhalb bei Turnieren, da kam immer so diese Frage, so, oh, ihr trinkt zu viel Bier, ne? Deswegen kommt ihr aus Bierstadt. Und Ja, wir ja. haben es als Kinder natürlich nicht verstanden. Ja. Und dann ist es immer so mit uns geschwungen. Und dann jetzt so vor 3, 4 Jahren, dann hat es einfach gereicht. Da haben wir gesagt, so jetzt, warum hat Bierstadt eigentlich kein Bier? Wir machen's. Wir machen's, genau. Jetzt ist es erstmal eine sehr süße Idee, muss man sagen. Aber von der Idee zum Bier ist ja noch ein Stück. Ganz schön, ja. Wie macht man Bier? Also habt ihr euch zusammengehockt und habt gesagt, lass mal Rezeptur überlegen? Oder? Ja, zum Glück haben wir beim Bier so das deutsche Reinheitsgebot. Ja. Ne? Das heißt, du bist da ja schon eingeschränkt. Wir sind jetzt auch alle keine Braumeister, aber Hütte, der bei uns so die Ursprungsidee hatte im Team, der reist schon um die ganze Welt mit seinem Job und nimmt Brauereien in Betrieb. Der arbeitet bei einer Firma hier in Wallau, die nimmt Brauereien in Betrieb. Und dann wurde auch immer gefragt, wie viel Bier gibt es denn aus Bierstadt? Ja. Und irgendwann hat er gesagt, das kann nicht sein. Und dann hat er sich quasi mit seinem Netzwerk zusammengesetzt und gesagt, okay, komm, das machen wir jetzt. Und hat eine super coole, familienbetriebene Brauerei hier in der Nähe gefunden, die Ach, das cool. für uns umsetzt. Okay. Und ist es auch eine Idee, dass ihr irgendwann, dass die Bierstadter Buben das Bierstadter Gold auch hier brauen? Auf jeden Fall. Das Ja. ist so der große Traum, das Ja. große Ziel, dass wir irgendwann in Bierstadt dann die eigene Brauerei haben. Ja. Aber so eine Brauerei, kann ich dir sagen, das ist Das ist dann nochmal ein Projekt. Sprung, oder? Ja, ganz schön, ja. Ich sag's voller Eigennutz, so kennt man mich, ich würde eins probieren. super gerne. Lass uns rüber in den Biergarten gehen. Ihr habt einen Biergarten. Ja. Ganz neu jetzt, hier direkt über... Jetzt ehrlich, Ja. das ist einfach konsequent. Bierstadt hat kein Bier, machen wir eins. Jetzt haben wir Bier und kein Biergarten, machen wir einen. Ist euer Biergarten? Genau so sieht's aus. Ja. Ja, dann kann ich das hier lassen. Ja, dann gehen wir in den Biergarten. Rüber geht's? Auf geht's. Auf die Braut! Auf die Braut, die sich traut. Hier, lasst krachen. Schönen Tag noch. Ciao. Viel Spaß.
René, offensichtlich ein Ort, wo sich alle treffen. Ja, Oder? sehr schön, aber genauso soll es sein. Ne? Ja. Ein Ort für die Bierstatter, für jeder, der irgendwie Lust hat, hier mal Oh, vorbeizukommen. guck mal da. Mein Schwiegervater wird jetzt schon ausflippen vor Glück. Es gibt Naturschatten Ja, mit Bäumen in eurem Biergarten. perfektes Plätzchen hier Mega. mitten im Ort. Ne? Und das ist die Bierstatter Bierbuben-Gang, oder was? Das sind die Grüßt Bierstatter euch, Buben. servus, hier. Ja. hallo. Tobi, hallo. Servus, Max. Hallo Max, grüß dich. Hast du Hand frei? Servus Jens. Gute. Ich strecke mich mal. Hi, servus. Würde ich mal sagen. Naturtrübes Helles klingt gut. Wir verlieren keine Zeit, bitte. Ich wäre bereit. Warum heißt es Bierstatter Gold Gold? Wir hatten so die Idee, ne, woher kommt irgendwie überhaupt Bierstadt, der Name, und der kommt eigentlich von den irischen Mönchen einst. Ne? Und was hatten die, oder wofür sind sie bekannt? So für die Kobolde im Land. Ja. Und was hatten die? Die haben viel Gold gehabt. Flüssiges Gold ist natürlich auch so ein anderer Name für das Bier. Ja. Und dann haben wir uns einfach so ein bisschen bei 2, 3 Bier Namen überlegt und das kam dann dabei raus. Was ist das? Das ist der Warturm in Bierstadt. Unser Wahrzeichen. Also alles dabei, was man hat. So, jetzt aber jetzt, hier. Prost. Auf euch. Und? Glück, meine Damen und Herren. Glück. Was willst du mehr? Schmeckt mega. Perfekt. So soll es Wirklich. sein. Freut Das mich. das ist ein sehr, sehr gutes Bier. Und das ist ein sehr guter Platz. Aber jetzt ist ja da noch ein Schritt, bis man hier sitzt, einen eigenen Biergarten hat und das Zeug aus dem Hahn läuft. Hatte mal so ein paar Probefässer, die wir bei uns auf dem Sportplatz beim Fußball beim letzten Saisonspieltag mal als Freibier rausgegeben Public haben. Drinking. Genau, so ungefähr, Okay. so mal zum Testversuch, Probieren. ja. Und haben gedacht, vielleicht haben die Leute auch gar keinen Bock drauf. Ja. Aber die sind so drauf abgefahren und jeder fand es cool und es hat geschmeckt. Am Anfang haben wir noch die Flaschen selbst etikettiert, selbst beklebt und selbst ausgeliefert. Und mittlerweile ist es echt so groß geworden, dass es uns extrem freut, dass wir jetzt hier sitzen, dass die Leute Spaß haben, Bier trinken können. Jetzt trinken wir erstmal auf den Moment und auf das hier. Sehr gerne. Auf euch. Auf euch. Und jetzt geht's erstmal in bequemere Klamotten und aufs Wasser. Ganz viele von euch haben uns voller Liebe über die Stadt Wiesbaden geschrieben und uns darauf hingewiesen, dass es neben der Stadt echtes Urlaubsfeeling gibt, und zwar am Schiersteiner Hafen. 1 Kilometer lang Riviera-Flair. Und von da haben wir eine Einladung bekommen von der Janina und vom Thorsten. Ach, guck da, die haben hier einen Tretbootverleih, aber sie hätten was selber gebaut und das würden sie uns gern mal zeigen. Das gucken wir uns jetzt mal an hier. Achtung, er schwankt wahrscheinlich. Wir werden von einem Hund begrüßt. Ahoi, wir kommen in Frieden. Guten Tag. Hallo, wer bist du denn? Hi. Dürfen wir? Hallo. Wir wurden von einem Hund abgeholt. Oh ja, das ist der Oskar. Hallo. Hallo Oskar. Wir suchen Janina, Thorsten, Oskar haben wir gefunden. Ja, da bist Das du hier sind richtig. wir. Grüßt euch, ihr Herzlich zwei. willkommen. Jeder, Ahoi. direkt Sommerfeeling hier, oder? Direkt. Ihr hättet was selber gebaut, habt ihr geschrieben. Was ist es? Ja, komm mal mit. Wir zeigen dir mal was. Oskar, wir gehen gucken. Und zwar möchten wir dir unser wunderschönes Katamaran vorstellen. Das Ganz genau. habt ihr selber gebaut. Das haben wir selber gebaut. Oha. Ja, und es schwimmt auch. Und Das du ist kannst schon mal es. gut auf dem Rhein. Sehr Und du gut. kannst es auch betreten. Ja, das Dann, wird uns ich würde es aushalten. wagen. Geht der Captain als erstes an Bord oder? Stimmt. Als Kapitänin. erstes Dankeschön. und als letztes. Ja, Es hält, es schwimmt. Willkommen. es hält, es schwimmt. Willkommen. Also das ist eine Alubauweise und ein Katamaran mit 2 großen Schwimmern. Ja. Und also die Unterkonstruktion ist aus Alu geschweißt. Dadurch ist es natürlich schön leicht. Also es schwimmt. Fährt's auch. Ja, natürlich. Hast du Bock? Ihr macht so vertrauenswürdigen Eindruck, ich würde es wagen. Ja, Danke. Dann machen wir das. legen wir ab. Komm mit. Das hier ist die Steuerzentrale. Ach, guck mal, was ein geiles Steuerrad. Genau. Das ist ja Gorch-Fock-Feeling dann schon, oder? Richtig. Starten wir einfach mal. Tu es. Ja, und es läuft. Es läuft. Es Na läuft. also. Genau. Wir machen die Leinen los. Leinen los! Ruft man dann so. Ja, genau. Habt ihr das für euch gebaut, damit ihr euch ein schönes Wochenende macht, wenn ihr Bock habt, oder vermietet ihr das auch? Das vermieten wir auch. Ja. Okay, Das vermieten wir, du ganz oder genau. ihr fahrt dann und wer auch immer Bock hat, lässt sich kutschieren, oder? Ganz genau. Ja. Also als Selbstfahrer oder halt auch mit Tourguide. Dann ist halt jemand dabei. Du kannst auch selber steuern, wenn du magst, gar kein Thema.
Hier Grill an Bord. Was willst du denn mehr? Ganz genau, ja. Da kannst du schön dein mitgebrachtes Veggie-Wurst oder eine leckere Bratwurst, kannst du dir draufhauen oder ein Stück Fleisch. Guckt, wie ich hier stehe. Das ist fantastisch. Was ist da oben? Das ist unser Sonnendach. Da kann man sich dann oben sonnen, die Aussicht genießen. Können wir wir mal können gerne mal hochgehen, natürlich. Soll ich mal vortanzen? Ja, gerne. Oh! Das ist ja der Wahnsinn. Darf ich mal hier fallen, okay? Natürlich. Meine Kollegin, die Tanja aus der Morning Show, ist ja der weltgrößte Sitzsack-Fan. Ja? Und jetzt lungert die immer in ihrem Garten rum. Tanja, that's the place to be. Liebe Grüße. Wenn die das sieht, die flippt aus. Ja, die wäre dann hier genau richtig. Die sitzt jetzt schon im Auto. Kommt jetzt schon hergefahren. Ist das gut? Ja, das ist super schön hier. Wir lieben das auch. Was ein Platz. Jawohl. Das war schon sehr schön da oben. Magst du das Steuer mal übernehmen? Unter Anleitung gerne. Natürlich. Warte, wir tauschen gerade. Komm mal durch. So, dann kannst du einfach auch mal ein bisschen Gas geben. Achtung. Hebel nach vorne. Ja, trau dich, trau dich. Ja, ja. Genau, jetzt Steuer gerade. Genau. Ist das so ungefähr okay? Ja, perfekt. Diesen Kurs halten wir, weil die sind gar nicht so langsam, wie man denkt. Und der ist gleich an uns vorbei und dann werden wir ihn steuerbordseitig am Heck kreuzen. Und wie wir das machen. Jawohl. Wie wir hier gleich steuerbordseitig am Heck kreuzen, Leute. So wurde selten steuerbordseitig am Heck gekreuzt wie heute mit uns. Tobi, du bist ein Naturtalent. Genau. Also wenn es beim HR mal nichts mehr ist, kommst du zu Wär ich uns. Co-Captain. Jawohl, wir freuen uns. Ist das geil? Jawohl. Jetzt wissen alle, dass der Tobi kommt. Richtig. So, und jetzt hart Steuerbord. Wir müssen rüber, ganz schnell. Er schaukelt etwas. Aber, Na klar. aber passiert nichts. Das ist der Seegang, den wir lieben. Ey, das sieht ja aus wie in Südfrankreich hier. Ja. Oder wie man in Südfrankreich sagt, das sieht ja aus wie in Wiesbaden. Wir sind ja jetzt in der Redbergsaue. Wir fahren jetzt gerade rein. Am besten, wir fahren jetzt noch ein Stück geradeaus. Und dann kannst du dich links halten, Backbord halten. Und da können wir dann ankern. Der Oscar ist einfach ein Superstar. Paradise, welcome. So, bitteschön. Wobei, das machen wir anders. Ist das gut. Oscar, was sagst du? So. Hier, ich mache mal noch ein bisschen den Faul, bevor es weitergeht. Ist das schön. Ist aber schade, Mensch. Hier, Janina, vielen Dank. Sehr Ganz gerne. toll. Thorsten, Tobi, mach's danke dir. gut. Das ist, Bis bald. sehr gute Erfahrung. Ich freue mich. Oscar, ahoi. Tschüss. Die Akkus sind aufgeladen. Jetzt könnte man sich ja mal ein bisschen bewegen. Es ist wieder soweit. Sportklamotten. Ich habe auf sehr vielen Städtetrips für euch im Rahmen meiner Möglichkeiten sportliche Herausforderungen ausprobiert. Könnt ihr mal gucken, heldenhafte Erfolge und großes Scheitern in der ARD-Mediathek. Und hier im Superfly in Wiesbaden gibt es ganz neu eine Herausforderung. Probieren wir jetzt aus. Hallo Tobi. Sehr gut, Anmeldung hilft. Grüß dich. Hi, grüß Tobi, dich. hi. Dennis, Servus. schön, dass du da bist. Ja, das wird sich noch herausstellen, wie schön das ist. Mit Sicherheit, ja. Okay, neue Herausforderungen gibt's, habe ich gehört. Genau, wir haben eine neue Attraktion. Wir haben den Bounce Run bei uns jetzt seit einigen Wochen und den würde ich dir heute gerne mal vorstellen. Okay, Ja? Sportklamotten habe ich dabei. Das ist schon mal super. Brauch ich noch Bräuchtest noch Sprungsocken, bräuchtest du noch. Hab ich nicht. Die bekommst du von mir. Gehst du einmal in die Kabine, ziehst dich um und dann drehen wir uns gleich wieder hier vorne. Wie heißt das? Bounce Run. Der Bounce Run, ganz genau. Dennis, ich bin sprungbereit, Tobi, du glaube bist ich. sprungbereit. Sieht Oder? gut aus, gefällt mir. Ey, Wahnsinn.
Was ein Gedotze überall. Das ist ja riesig. Ja, ist schon eine große Anlage. Also uns gibt es jetzt seit 5 Jahren. Ja. Und ja, in der Zeit hat sich ein bisschen was verändert. Klar, wir haben Attraktionen wie hier zur Rechten, der Main Court, den es schon seit 5 Jahren gibt. Was ist denn das hier Das hier vorne ist ein reines, für eine Schnitzelgrube? ein reines Schaumstoffbecken, wo du dann auch über eine Leiter klettern kannst, mit einer Slackline balancieren kannst, auf einer Battle Bridge sozusagen ein bisschen kämpfen kannst. Ah, ja, okay. Mit diesen kleinen Schlägern. Man, Also man fällt weich, man kommt fällt aber nie weich. wieder raus, oder? man kommt irgendwann wieder raus, wenn man sich anstrengt. Genau. Nein, und das Ganze haben wir halt mit vielen Attraktionen verbunden. Basketball ist bekannt, auf Trampolin nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Ja. Unsere Wall, wo man auch nochmal ungeahnte Höhen kennenlernen kann. Also es ist wirklich für jedermann was da. Hier ist der Bounce Run. Hier ist Hier der geht's dann los. Bounce Run. Ganz genau. So, also Run heißt schnell wahrscheinlich rennen Genau, und so Bounce heißt Hüppe. Genau, so Okay. schnell man kann über die Hindernisse hüpfen, hinten rum um die Ecke und dann wieder auf das Zeitmesssystem drücken, um dann die Zeit, die die Kids hier schon so ein bisschen vorgegeben haben, zu schlagen. Okay. Ich würde auch sagen, Willst du mal ein ich starte einfach vormachen? mal. Genau. Du tippst dann gleich deinen Namen hier ein und dann würde es auch schon losgehen. Du So. machst das nicht zum ersten Mal. Nee, nicht zum allerersten Mal. Ja, 12 ist okay. Okay. Aber du siehst, ich hätte es auf die Liste schon nicht geschafft. Genau, du gibst deinen Namen ein, auf Enter und dann darfst du starten. Bereit? Scheiße. Ah. Ach, Scheiße. Oh Gott. Okay, kommt ihr mal vorbei zum Proben. 27,69 wäre eure Zeit zum Schlagen. Schreibt mir bitte, wenn ihr es hinkriegt, auf Insta mit Beweisfoto. Danke, Dennis. Gerne, Tobi. Wenn ihr was knurren hört, es ist nach dem ganzen Gehüpfe mein Magen. Eine kleine Stärkung habe ich mir jetzt wirklich auch verdient. Wir haben einen Geheimtipp bekommen und es ist ein kulinarischer. Danke dafür. Wir sollen unbedingt mal bei der Jenny und beim Ilja vorbeigucken. Die haben ein Bio-Restaurant im Wiesbadener Westend, das Bovins. Und sie würden alles selber machen. Gucken wir mal. Hallo. Das Erste, was man merkt, es riecht unglaublich gut. Hi, Hallo. Tobi. Schön, dass du da bist. Hi, hi, hi. Riecht das gut? Vielen Dank. Es riecht ein bisschen nach Lagerfeuer. Grüß dich erstmal. Hallo. Hi, Ilja. Grüß dich, hallo. Es riecht lecker. Das liegt daran, dass wir gerade am Räuchern sind. Und Du räucherst selber. Genau. Ja. Was räucherst du? Alles, was du bei uns in der Theke siehst, ist von uns selbst hergestellt. Alles, was du an Fleischwaren hier siehst, ist Lukas, von schau uns. hier. Lukas, Selbst- schau doch nur. Das Paradies. Das Paradies. Die sind alle Und das Bio. schmeckt. Und wenn es nicht Bio ist, dann ist es Wildfleisch. Ah, okay. Genau. Also, ihr müsst hierher kommen, nur um zu riechen. Das ist echt der Knaller. Darf ich mal einen Schritt? Ja, klar. Richtung Heiligtum. Ja, Theke klar. ist holy, I know. Ach, das sieht aber gut aus. Das Besondere bei den Schinken ist zum Beispiel, wird hier immer gesagt, man braucht Pökelsalz wegen der Farbe und. Unsere Schinken sind alle komplett Nitrit-Pökelsalz-frei. Ja. Wir machen die nur mit Meersalz, das war's. Die werden mit Meersalz eingesalzen, vakuumiert, gelagert und dann hängen wir die auf zum Trocknen, werden sie 2 Touren geräuchert. In dem Ofen machst du das? Genau. Dürfen wir da mal reingucken? Ja, klar. Ich befürchte, ich will auch sowas haben. Oder bist du gerade am Räuchern? Wir sind gerade am Räuchern. Unterbrechen Das wir ist- jetzt einen Vorgang, einen wichtigen? Nee, das ist nicht so tragisch. Ach, guck das doch mal. wird kalt geräuchert. Ne? Das ist bei Temperaturen bis 30 Grad. Also sollte immer unter 30 Grad bleiben. Das hat welchen Vor- oder Nachteil, wenn man das dann kalt räuchert, also mit so wenig? Es ist so gut wie unbegrenzt haltbar, wenn man es richtig macht. Ah, okay. Also du hast dann bei richtiger Lagerung
das wird niemals schlecht. Ich habe das eine Stück, was ich euch gerade eben gezeigt habe, zum Beispiel, das hängt jetzt mittlerweile seit 16 Monaten da. Kann man auch gerne mal anschneiden, kannst du gerne mal probieren. Ja, sehr gerne. Na gut. Ja, wirklich sehr gerne. Ilja, wo kommt diese Neigung zum Selbermachen her? Aus meiner Kindheit, sage ich mal. Ich bin in Kasachstan geboren und meine Familie, sage ich mal, mein Onkel hat damals zum Beispiel selber Fische gefangen und wir haben auf sehr spartanische Art und Weise, sage ich mal, geräuchert. Ja. Das war einfach ein großer Holzkasten auf der Erde und kannst du mal so naschen. Und da war einfach nur ein Deckel, da wurde in der Ecke wurde Glut gemacht. Da ist aber geschmacklich mal richtig Party in der Schnude. Oh, ist gut. Das ist das Coole, sage ich mal, oder das Besondere an dem ist, der ist mit den 7 Kräutern der Frankfurter grünen Soße geweiht. Fantastisch. Kannst du auch gerne mal direkt probieren. Du, aber ich mag dich sehr, Ilja. Der ist auch nicht ganz klassisch gebeizt, weil die ganz klassische Beize ist mit Zucker. Und ich sage halt immer, also Zucker an so solchen Lebensmitteln hat für meinen Geschmack nichts verloren. So, also deswegen lassen wir das immer weg. Und schmeckt fantastisch. Ganz toll. Ja, ich sage halt immer, süßer Lachs ist so, muss man mögen. Da, wo ich herkomme, gab es das halt einfach nicht. Deswegen. Und dann kam, also du warst leidenschaftlicher Basic-Räucherer und daraus ist die Idee. Nee, ich bin gelernter Koch. Du bist Koch? Ja, das ist mein Beruf, den habe ich gelernt. Und ich habe schon in meiner Ausbildung immer wieder so gesagt, dass mir die ganz normale Küche ein bisschen missfällt. Dass mir zu wenig selbst gemacht ist, dass man irgendwie zu viel auf Tüte und Fertigprodukte zurückgreift. Ja. Und wirst du bei uns halt nicht finden. Also wir machen zum Beispiel auch so Rauchchili-Pasten, ne, die machen wir komplett selber. Ja. Ne, und alles, was halt von uns gelabelt ist, machen wir selber. Ich habe die Bar hier selbst gebaut. Alles, was hier aus Holz siehst, habe ich selbst geschreinert. Die ganzen Tische, die ihr seht, habe ich selbst geschreinert. Das ist halt so das Konzept von selber machen für mich. Ich sage immer, das, was wir nicht selber machen, bieten wir noch nicht, einfach nicht an. Ja, so. Fantastisch. Und treffen wir uns gleich draußen? Ja. Ja, super. Merci. So. Okay, Ilja. Einmal ein Cocktail für dich. Ach, eine kleine Vorspeisenvariation. Das ist die kleine Vorspeisenplatte. Fantastisch. Was ist das? Das ist Beef Jerky. Auf Deutsch Störfleisch. Ja. Und wie das schmeckt, das probiert er selber aus. Vielen Dank, Ilja. Das Sehr gerne. Ganz, ganz toll. Ich probiere es trotzdem. Übrigens, auch für Vegetarier und Veganer hat Ilja jede Menge Leckereien auf der Karte. Und frisch gestärkt geht's jetzt ins Grüne. Ja, hier wächst und gedeiht, oder? Vielen Dank mal an alle, die uns mit so tollen Tipps versorgen. Über Facebook, über Mail, über Instagram. Und wir haben ganz oft gehört, wir müssen in die Orangerie Aukam. Da würden ganz viele Wiesbadener ihre Pflanzen kaufen. Wo man hinguckt, ach, guck mal da. Guck mal, Erdbeerminze, Cocktailminze. Schon ein ganzes Minzparadies hier. Also ihr werdet hier richtig. Und wir haben eine Verabredung mit der Trixie. Das ist die Betriebsleiterin hier. Und wir sollen mal reinkommen. Da gibt es einen Kaffee, aber vor allem noch mehr Grün. Grün sehe ich schon. Hallo, hallo. Wir suchen die Trixie. Ah, die Trixie ist hier. Zumindest in Person, ja. Tobi, grüß dich. Hallo, Tobi. Ich war gerade total geflasht, wie viele verschiedene Sorten von Minze es gibt. Naja, wir haben da eine kleine Auswahl von über 20. Das ist ja ich weiß unglaublich. es nicht, wie viel es gibt. Ja, ich stehe jetzt hier, guck mal so ein bisschen, ob wir noch irgendwas nachfüllen müssen. Hier sind die scharfen Sachen, die ganzen Hier sind die Chilis. scharfen, ach Chili, Die okay. ganz scharfen Sachen, ja. All das, was ihr hier habt, kann man kaufen, richtig? Kann man kaufen Ja. und irgendwann auch essen. Und irgendwann essen. Das Irgendwann heißt, ihr zieht sie groß, Wir ziehen das groß. peppelt sie an, bis ja, es so... alles so alte aussieht. Sorten, samenfeste Sorten, Ja. in Bioqualität. Und das ganze Palmenhaus wird jetzt hierfür genutzt. Trixie, was seid ihr hier? Was ist das, die Orangerie? Wir sind ein Inklusionsunternehmen, ein Ja. gemeinnütziges Inklusionsunternehmen. Wir haben hier viele Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung Ja. und Arbeitsplätze für Menschen ohne Behinderung. Wir arbeiten halt alle hier sehr schön und gut zusammen. Das, was wir hier jetzt an Pflanzen sehen,
Das haben wir auch schon in die Gewächshäuser eingepflanzt. Ja. Da entstehen jetzt dann die Tomaten, die wir dann ab Mitte Juni ungefähr verkaufen. Können wir da mal gucken? Ja, gerne. Kommt mal mit. Ich gehe jetzt mit dir mal kurz ins Gewächshaus zur Anda. Die müsste dabei sein, die Tomaten hochzubinden. Hallo Anda, das ist der Tobi. Hallo, hallo. Und Anda ist dabei, die Tomaten hochzubinden. Ihr seid zu zweit. Wer bist du? Achso, das Die Annette ist Dolmetscher für die Anda. Ah, okay. Das heißt, Anda ist gehörlos? Ja, genau, richtig. Ah, okay. Dann hallo Anda, hallo Annette. Hallo. Ja, okay. weil wir brauchen noch ein paar schöne Sträuße. Ja, gerne. Blumen habt ihr auch? Wir haben Blumen auch. Im Moment noch nicht zum selber pflücken. Im Moment machen wir da, macht die Anda Sträuße da für Ja. den Verkauf. Aber wir können da gerne mal rausgehen. Und dann kannst du gleich mithelfen und pflücken, Tobi. Ja. Anda, darf ich mit? Ich kann aber nichts. Ja, klar, auf. Ja. Ist das die Gebärde für ich kann nichts? Keine Ahnung, genau. Ich habe keine Ahnung davon. Das heißt, ich habe keine Ahnung. Genau. Das werdet ihr öfter sehen bei mir jetzt. Was ist das hohe Lila, ne? Das ist Allium, das ist ein Lauch. Gibt es Kugellauch oder Sternlauch? Ah. Ja. Nach dir. Annette, geh du mit, bevor ich hier mich verschnippel. Oh, die sehen ja toll aus. Ja, die können wir jetzt abschneiden. Nach dir? Ja. Darf ich auch? Darf ich auch? Ja, logisch. Wie lang? Hier. Gut. Super. Klaue ich mir noch eine rote. Und noch eine. Gehen wir Sträuße bauen. Ja. Anda, wie ist denn das für dich in so einem Betrieb wie hier zu arbeiten? Mit der Annette an deiner Seite im Vergleich zu da draußen. Könntest du auch in der Gärtnerei jetzt anfangen oder ist das schwierig als Gehörlose? Also ich habe ja früher schon mit Tomaten gearbeitet, noch nicht so viel mit den Blumen. Ja. Und später hat sich das ja erst so entwickelt. Und dann hatte ich das Interesse für die Blumen und auch mein Traum war immer mit Blumen was zu machen. Ja. Und dann haben wir draußen eben die Idee gehabt, die Blumen auszusehen. Und dann ging es mit dem Verkauf so los und das ist eben hier schön, dass das so ist. Und mal gucken, wie das weitergeht. Ja. Also mein Favorite sind so wirklich die Blumen hier in dem Betrieb. Ja. Und ist das ein wunderschöner Ort? Es wirkt ein bisschen wie ein Paradies. Ist es so? Ja, stimmt Ja. schon. Stimmt Ja, schon. ja. Ja, das stimmt schon. Okay. Dann binden wir einen Strauß. Das ist schon. Ich wusste nicht, dass man mit unterschiedlichen Höhen arbeiten kann. Das ist schlau. Ja, zum Beispiel so, genau. Okay, ich mache jetzt einfach Sachen nach. Ich verrate mal an dieser Stelle eine Sache. In Sachen Blumenbinden bin ich eher hier zu Hause. Ich entdecke leider kein schlummerndes Talent bei mir. Jetzt ganz wichtig, eine Gebärde brauche ich unbedingt natürlich noch. Was ist die Gebärde für vielen Dank? Vielen Dank. Ja, Vielen Anda, Dank. dann vielen Dank. Vielen Sehr Dank. gerne, bitteschön. Vielen Dank, Annette. Gerne. Es war toll bei euch. Macht's gut. Tschüss. 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 Wir sind an einem Ort in Wiesbaden, wo vielleicht einige von euch auch schon wild gefeiert und gesungen haben. Es ist der Schlachthof. Das ist aber nicht nur eine Konzertlocation, sondern die kulturelle Herzkammer dieser Stadt. Und wir haben eine Verabredung mit einem Mann, der seit 20 Jahren voller Liebe für und im Schlachthof arbeitet. Das ist der Hendrik. Hallo Grüß Tobi, dich. freut mich. Dein Baby, deine Heimat, was ist es? Ja, das ist das Kulturzentrum Schlachthof, seit 1994 hier am Ort. Wir realisieren hier 450 Veranstaltungen mit 280.000 Besuchern im Jahr. Wahnsinn. Und die meisten davon hier im Kesselhaus, das ist unser kleiner Raum mit 300 Personen.
Und hier in der Halle mit 2400 Personen ganz unterschiedliche Sachen. Ganz viele Partys und Konzerte, Indie, Punkrock, Metal, ganz viele verschiedene Genres. Und auch viele kleine Veranstaltungen im Kesselhaus. Ja. Live-Musik wohnt schon mal hier. Live-Musik wohnt hier. Ja. Das Gelände war früher tatsächlich ein Schlachthof, daher der Name. Und die Gebäude, die hier früher standen, sind alle gefallen. Ist das noch Teil vom alten Schlachthof? Das ist der letzte Teil vom alten Schlachthof. Der Turm steht unter Denkmalschutz, da sind unsere Büros drin. Unten ist der kleine Raum und hier der Ersatzneubau Halle. Wie ist denn das bist du Wiesbadener? Ich bin Wiesbadener. Ich bin in Wiesbaden geboren. Ich habe es mal ein paar Jahre bis in den Taunus geschafft. Immerhin. Ja. Aber bin jetzt seit vielen Jahren wieder zurück. Und was mich hier gehalten hat, war auf jeden Fall auch das Zentrum. Das heißt, du wirst auch nicht mehr wegkommen, wenn man es mal knallhart formuliert. Weil solange es einen Schlachthof gibt, gibt es dich auch hier? Auf jeden Fall. Ja, wie gut. Ja, wir sind jetzt hinter dem Schlachthof. Ja. Vorne waren wir erst am Turm, jetzt sind wir nach hinten gelaufen und sehen von hier hinten auf den Schlachthof. Wir gucken jetzt auf unsere Open-Air-Bühne, die hier im Sommer steht. Also ich stehe jetzt quasi in der Party-Crowd. Du stehst in der Crowd und schaust auf die Bühne. Ja, okay. Das Gelände wird außerdem genutzt für einen regelmäßigen Flohmarkt. Und Teil dieses Schlachthofgeländes, hat ja eine sehr lange Geschichte, ist auch dieses Mahnmal hier. Hier wird gedacht der Wiesbadener Jüdinnen und Juden, die von hier aus in der ehemaligen Schlachthoframpe in die Vernichtungslager transportiert wurden. Und das Bild hier vorne ist eine fotorealistische Darstellung der letzten Deportation. Und hier in diesem von Vollerath Kutscher geschaffenen Kunstwerk sieht man in den Baumfassungen Abschiedsbriefe der Wiesbadener Jüdinnen. Ja. Und wir versuchen diesen Teil des Geländes, der ja auch zur Geschichte des Schlachthofgeländes gehört, immer auch, wenn wir Veranstaltungen machen, hier beispielsweise Open Airs zu integrieren. Okay. Der Manuel ist der Gründer vom Meeting of Styles. Er hat mit uns früher zusammen, die Geschichte des Meeting of Styles hat hier im Schlachthof angefangen als Wall Street Meeting, mit uns zusammen diese Veranstaltung mehrere Jahre betreut. Und das ist jetzt international quasi das Graffiti-Ding, ne? Das ist eins der, Manuel, größten Veranstaltungen dieser Art überhaupt? Guten Tag. Ja, kann man sagen. Grüß dich. Ich sag dem Gründer Hallo. Servus. Hi. Wie schön. Ja, ist ein weltweites Graffiti-Event, hat seine Wurzeln hier im Schlachthof im alten Wall Street Meeting. 2002 um die Welt hinausgewandert. Mittlerweile, was haben wir, 25 Jahre Graffiti-Geschichte hier in Wiesbaden, das Meeting of Styles seit 20 Jahren auf allen Kontinenten. Ja, damit du mal eine Idee hast, wie das beim Meeting so abläuft, zeige ich dir mal hier so ein kleines Video. Da große Gerüste, große Unterführungen, in der Regel immer so 80 bis 100 Künstler aus allen Herren Ländern. Monumentale Kunst, an einem Wochenende werden 3000 Quadratmeter gemalt. Krass. Das Ganze hat seine Wurzeln hier am Schlachthof. Schlachthof war Ende der 90er die größte Graffiti-Galerie in Deutschland und wahrscheinlich auch in ganz Europa. Ja. Das Wall Street Meeting, das größte Graffiti-Festival dieser Art und ist legendär. Historischer Boden hier also, oder? Das ist historischer Boden, auf jeden Fall. Manuel, kann ich irgendwas machen, ohne was kaputt zu machen? Du kannst hier... Das war das schönste Nein eigentlich, das ich je gehört habe. Ja, ist immer ab einem bestimmten Status oder ab einem bestimmten Level ist es natürlich immer schwierig. Aber du kannst mal... Hier, wir machen so einen klassischen Splash noch, ein bisschen drumherum. Mich ehrt sehr, dass ich an derselben Wand wie du sprayen darf. Ja. Ja, das kannst du mal füllen hier. Das, ja. Genau. Oh Gott, bisschen näher ran, kannst ruhig näher rangehen. Und ja, so wie wenn du streichst. Guck mal jetzt, wenn du noch ein bisschen näher rangehst, dann siehst du, dass die Farbe... Ja, siehst du? Hast ein gutes Gefühl, geht schnell. Wenn ich was versau, dann könntest du es ausbessern, gell? Ja, nur versau nicht zu viel, weil ich habe nicht so viele Farben dabei. Warnte er. Wenn du was für dich machst, ne? Ja. Wenn du sagst, du ziehst los, hast du dann eine Idee im Kopf und willst sie umsetzen? Oder sagst du, ich gehe mal und guck, was die Wand mir sagt? Zum Spaß, losziehen, klingt so wie nachts irgendwie unterwegs sein. Ja. Aus dem Alter bin ich raus. Polizei rennt schneller als ich. Also das ist nichts mehr. Und du schläfst auch gern aus inzwischen? Genau. Okay.
Das ist mir zu heiß. Manuel, ich überlasse das den Fachhänden. Sonst heißt Problem. wieder, der Blonde hat es versaut. Wenn du mal Vielen- große Graffiti vielen Dank. sehen willst, komm zum Brückenkopf. Mach ich. Zum Meeting Und of irgendwann nehme Styles. ich nochmal ein Tutorial bei dir. Mach's gut. Ciao. Ciao. Wir sind zurück auf dem Neroberg. Hier soll es die beste Aussicht der Stadt geben. Eine Sache war schon auffällig. Unter all den Leuten, die uns geschrieben haben, gab es sehr, sehr viele, die fast ekstatisch von einem Platz berichtet haben, an den wir unbedingt müssten. Und zwar müssten wir zu Linda und zu Boris auf dem Neroberg. Es wäre nicht so einfach zu finden. Irgendwo wird es ein Wegelchen ins Grün gehen, an der Mauer entlang, zum Chateau Nero. Wir haben uns mal angemeldet und sind wir mal gespannt, wo die Ekstase daherkommt. I'm walking, years and years I'm talking, but you and me, I'm hoping that you come back to me. I'm lonely, as I can be, I'm waiting for your company. Ah, guck mal. I'm hoping that you Das come sieht, back to me. das sieht gut aus. What you gonna do when the well run dry? You gonna run away and hide. I'm gonna run right by your side. For you, pretty baby, I'll even die. I'm walking. Ach, guck mal, das hat aber Style. Hallo. Ich bin der Tobi, wir haben uns bei der Linda und beim Boris angemeldet. Hallo Tobi, schön, dass du da bist. Es funktioniert. Grüß dich. Hi, willkommen im Chateau Nero. Bist du gescheit, ist das ein Blick. Halt dich fest, ey. Mit. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, das ist ja irre. Ja. Ist das ist der beste Blick über die Stadt, oder? Schönes Plätzchen haben wir hier gefunden, Ja. hier oben. Linda, grüß dich. Prost. Ja, ihr wisst, wie es geht. Dankeschön, Boris. Cheers. Ich versuche noch mit dem Ausblick zu kommen, da geht's schon weiter. Erstmal auf euch. Immer nur auf uns, zum Wohl. Was haben wir da? Prösterchen. Neroberger natürlich, wir hier vor Ach, das ist direkt der Wein. Okay. Unser Hauswein. Also euer Hauswein erstmal. Ich muss erstmal klarkommen hier mit dem Ausblick. Du bist das erste Mal hier. Ja. Ja. Also beim ersten Mal kriegt man einen ekstatischen Schlaganfall, glaube ich, wenn man das sieht. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Wenn du dich da durch den Dschungel kämpfst. Wahnsinn. Was seid ihr? Ist das eine Kneipe? Was ist das? Eigentlich ein ganz klassischer, einfacher Weinstand. Ein einfacher Weinstand. Das ist der schönste einfache Weinstand der Welt, muss man dazu sagen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Habt ihr den Platz gekannt und wolltet hier hin? Oder Ja, wir kannten den Platz. Wir haben hier fast schon vor 12 Jahren mal eine Veranstaltung gemacht. Und sind dann immer mal wieder hier vorbei und haben uns dann gewundert, warum das nicht weiter genutzt wird. Und seit letztem Sommer dürfen wir hier Wein verkaufen. Habt ihr ein Plätzchen irgendwo? Ja. Komm mit. Ist das schön. Wo kommt denn ihr zwei her? Seid ihr aus dem Wein, aus der Gastro, aus dem Ausblick-Business? Aus der Gastronomie tatsächlich. Die Linda hat eine Bar hier unten am Seelandplatz, das Heaven. Ja. Und ich mit meiner Schwester das Sherry Port in Wiesbaden. Und genau. Beide Kinder dieser Stadt. Wir sind hier groß geworden. Ja. Und immer noch da. Wenn ihr Kinder der Stadt seid, also wir haben festgestellt, es fällt sehr, sehr schwer, sich nicht in Wiesbaden zu verlieben. Und man kommt dann hier hoch. Verliebt man sich dann nochmal, wenn man drauf guckt? Ja, es ist tatsächlich ein anderer Blick auf die Stadt. Und das war auch so ein bisschen der Plan. Wir haben uns auch gewünscht, die Wiesbadener wieder auf den Neroberg Ja. zu holen, weil wir haben natürlich auch das wunderschöne Opelbad hier oben. Ja. Aber wir sind doch eher, wenn wir Besuch hatten, von außerhalb auf den Neroberg gefahren. Und jetzt kommen wirklich einfach die Wiesbadener wieder nach oben, nach Feierabend. An Wiederkehrern wird es nicht mangeln. Ich glaube, es wird viele einfach Sitzenbleiber geben. Jetzt haben wir Traumwetter. Also es gibt, glaube ich, keinen besseren Ort auf der Welt, als diesen mit einem schönen, kühlen Wein, diesen Blick zu genießen. So, ich bin hin und weg. Ja. Boris, Linda, auf euch. Entschuldige, jetzt habe ich... Hey, es ist ein gefährlicher Städtetrip, sage ich euch gleich, wenn man hier sitzt, weil man will einfach nicht mehr weg. Was eine tolle Stadt, was eine große Stadt, was für eine prachtvolle Stadt. Und wenn ihr hierher kommt, haben wir euch am Anfang gesagt, dann wird es so sein, dass ihr euch der Schönheit nicht entziehen könnt. Aber ich glaube, wir haben es auch hingekriegt, euch ein paar neue Sachen zu zeigen, denn davon lebt die Stadt auch, von ganz vielen neuen kreativen Ideen. Wir haben gesprayt, wir haben gegessen, wir sind gesprungen, wir haben unglaublich Gutes getrunken und wir haben sehr, sehr viele ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Hier viel Spaß beim Nacherleben. Auf euch, auf Wiesbaden. Cheers.